Hallo liebe Zuschauer, ich bin wieder zurück auf Koh Samui, aber die Sendereihe Koh Chang geht hier noch weiter, also schaut euch die noch an. Ja, das ist das Wetter jetzt hier aktuell auf Koh Samui, sehr wechselhaft. Ich habe also schon ein paar Regenschauer mitgemacht hier. Es ist praktisch wie die vergangenen Jahre auch, dass es über das ganze Jahr mal regnen kann, was ja wunderbar ist für die Natur. Draußen ist alles schön grün, aber in dem Moment steigt natürlich auch die Luftfeuchtigkeit und man fängt an zu schwitzen. Aber ich will ja nicht jammern auf hohem Niveau, nein, ist alles okay. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass in der kommenden Woche am 24.02. endlich der Film von Fox ins deutsche Fernsehen kommt. Die waren ja letztes Jahr im Juni hier auch bei mir und beim Daniel und haben viele Videoaufnahmen gemacht. Ich habe daraus, glaube ich, 4 oder 5 Backstage-Videos produzieren können mit Abstimmung der Produktionsfirma. Und die kommen nach der Ausstrahlung, sprich nach dem 24. Bei mir in dem Kanal, könnt ihr euch das sehen, ungeschnitten, so wie es unverblümt, wie es eben halt gewesen ist. Das war in dem Fall ja noch, war ich mit der Pitti zusammen. Pitti habe ich noch letzte Woche gesehen, da war ich mit ihr bei Oma, da kommt also auch noch ein Film, das ist momentan im Gange. Aber die schlechte Nachricht ist, die Pitti und ich sind komplett rausgeschnitten worden, weil die hatten zu viel Videoaufnahmen und das konnten oder wollten sie dann auch nicht mixen. Sie haben mir dann geschrieben, ja, vielleicht schneiden sie dann noch was zurecht, wo ich auch drin bin, oder sie wollten noch mal nach hier kommen. Also wir sind jetzt in diesem Film sind wir nicht drin. Da wird der Daniel also auch die Hauptrolle spielen. Er hatte ja auch dieses Thema über Dating und da hat er ja auch jemanden kennengelernt, und guckt euch den Film an. Andererseits bin ich natürlich jetzt ganz neugierig, was Fox oder die Cutterin daraus gemacht hat mit den ganzen Kommentaren, ob das jetzt auch so positiv für Daniel in dem Fall da ist, was man daraus gemacht hat. Viele der Zuschauer haben mir geschrieben, lasst bloß die Finger davon, da werdet ihr nachher nur noch umgedreht und dann ist das gar nicht so, wie ihr wirklich seid. Da bin ich natürlich mal neugierig und ich hoffe nicht, dass der Daniel ins falsche Licht gesetzt wird, denn er hat eine wunderbare Beziehung gefunden hier und ist super glücklich. Ich muss mich korrigieren. Ich habe in meinem Filmbeitrag über Koh Chang immer wieder gesagt, dass das die zweitgrößte Insel ist. Wie ich weiß, habe ich ja aufmerksame Zuschauer und die haben mal nachgerechnet und haben dann festgestellt, nein, das stimmt nicht. Koh Samui ist die zweitgrößte Insel, also ein paar Quadratkilometer ist Samui größer als Koh Chang. Also erst kommt Phuket, dann kommt Koh Samui und dann kommt Koh Chang. Und ich habe ein bisschen Wehmut gehabt, wie ich Koh Chang verlassen habe. Ihr werdet ja, wie gesagt, noch ein paar Beiträge sehen und wäre eine Alternative. Dann was ganz Aktuelles. Ich habe jetzt dieser Tage meinen Wagen hier auf Koh Samui angemeldet, bin wie immer dann auch zur Immigration gegangen und wollte eine Wohnsitzbestätigung haben. Und da wurde mir gesagt, das ist abgeschafft worden. Man bekommt die nicht mehr. Die einzelnen Apartments, sprich das Straßenverkehrsamt, wird mit der Immigration in Kontakt treten und die machen das dann untereinander. Jetzt habe ich aber auch schon gehört, dass es jetzt möglich ist, auch zum Beispiel einen Roller oder ein Auto ohne Wohnsitzbestätigung zu kaufen. Jetzt hier die Frage an meine Zuschauer: Konntet ihr als Tourist einen Roller kaufen? Das ist für die zum Beispiel interessant, die jedes Jahr oder mehrmals im Jahr nach hier kommen, aber nur ein paar Wochen hier sind, und dann wollten die sich immer einen Roller kaufen in dem Falle. Und das war in der Vergangenheit nicht möglich, weil sie von der Immigration keine Wohnsitzbestätigung bekommen haben. So, jetzt ist die weggefallen. Jetzt ist die Frage, kann man jetzt wirklich einen Roller oder ein Auto auch jetzt kaufen als Tourist und dann parkt man den hier? Ich habe hier zum Beispiel von einem Freund einen Roller schon seit 4 Jahren hier stehen.
und ich würde mich freuen über eine Antwort von euch. Ja, und mir ist ein wirklich dummer Fehler unterlaufen. Ich kam ja von Ko Chang, bin zum Frank und May gefahren und die haben ja auch ein Video dazu gemacht, das kann ich mal hier oben verlinken. Und alle Filmaufnahmen darüber, die ich gemacht habe, sind alle weg. Ich weiß nicht, was ich da angestellt habe, die Tonaufnahmen sind weg, Video ist weg, ich habe mit 2 Kameras gefilmt, ich habe mich ziemlich geärgert, ich habe die Platten nachgucken lassen mit einer Software, ob ich sie gelöscht habe, weg. Keine Ahnung, wo die hingekommen sind, aber das muss ein dummer Fehler von mir gewesen sein. Ich habe ja schließlich die Kamera in der Hand gehabt und auch die Datenträger. Ich kann nur sagen, das war ein wunderbares Gespräch mit Frank und jetzt am Freitag hattet ihr ja das erste Einstiegsvideo gesehen mit dem jungen Paar, die jetzt also auch anfangen in YouTube. Und da haben wir ja schon was gelernt. Haltet Politik und Religion aus YouTube-Filmen raus. Das polarisiert nur. Und jetzt kommenden Freitag fange ich also damit an, dass ich mal euch zeige, wie man sich anmeldet bei YouTube. Das ist ja ganz wichtig. Und vielleicht bei den 65%, die bei mir nicht meinen Kanal gebucht oder abonniert haben, haben sich auch noch nicht angemeldet, sondern kommen durch irgendwie in YouTube rein und schauen sich die Filme an. Dann zeige ich also von Anfang an, was man damit machen kann. Und das hatte ich mit dem Frank dann auch so ausgemacht, wenn es dann in die Richtung geht, dass man also mit dem Handy die Filme schneidet und bearbeitet, dann macht der Frank das auf seinem Kanal und er macht da ein Tutorial und ich gehe in die andere Richtung. Ich habe ein bisschen professionellere Ausrüstung und auch Software, die also richtig viel Geld, 600 € kostet die Basis und jedes Jahr nochmal 150 € drauf für Upgrades. Wie man damit arbeiten kann und welche Möglichkeiten man hat. Das wird dann nächste Woche Freitag gestartet. So, das soll es heute gewesen sein. Also, ich bin wieder zurück, genieße noch die Filme, die jetzt kommen. Das sind also noch ein paar Filme von Ko Chang, die Rückreise hier nach Samui und dann kommen die Filme von Fox, Backstage. Ich bin leider nicht dabei. Okay, tschüss.